Ellis, der Ornithologe, war betrunken, aber er wusste auch viel über andere Tierarten. Zum Beispiel, dass Kühe sehr neugierig sind und deshalb oft etwas Ungewöhnliches finden. An diesem Tag beobachtete er Vögel am Rande der Frampton Marshes in Lincolnshire, England, als er eine große Gruppe Kühe sah, die etwas in der Schlammpfütze betrachteten. Das Wesen sah einem Seehund sehr ähnlich. Sehr seltsam. Die Ränder der Marshes münden direkt ins Mündungsgebiet des Flusses, der nach wenigen Kilometern ins Meer mündet. Warum sollte sich ein Seehund dort aufhalten? Diese Gegend ist ein Naturschutzgebiet und man sollte die Tiere nur im Notfall stören. Aber dann erkannte er, dass Kühe nicht so viel Aufmerksamkeit einem normalen Seehund schenken würden, mit denen sie in dieser Gegend sicher vertraut sind. Er stellte sein Fernglas ein, schaute genauer hin und erkannte, dass es sich um einen sehr kleinen Seehund handelte. Wahrscheinlich war das Tier mit der Flut in den Fluss gelangt, ins Sumpfgebiet geschwemmt worden und steckte nun in der unwegsamen Schlammlandschaft fest. Kühe haben lange Beine, aber was soll ein Seehund mit seinen Flossen tun? Der Wissenschaftler informierte die Rettungsdienste und bald wurde der kleine Seehund in eine Tierklinik gebracht. Dort stellten sie fest, dass das Tier neugeboren war, gerade einmal 5 Tage alt und mutterlos. Es hatte bereits Hunger und war dehydriert. Außerdem hatte es Prellungen und Schürfwunden, aber die Kühe waren nicht schuld, sie hatten sich sehr vorsichtig um den kleinen Seehund gekümmert. Ohne menschliche Hilfe hätte der Seehund keine Überlebenschance gehabt. Die Ärzte stellten auch noch eine Lungeninfektion fest und die Arbeit für den neugeborenen Seehund begann. Sie mischten eine hochfettreiche Milch, wie sie Seehunde von ihren Müttern bekommen, verabreichten ihm Antibiotika, verbanden seine Wunden und setzten ihn zu einem anderen jungen Seehund namens Charlie, der nur wenige Tage zuvor angekommen war, ins Gehege. Die Ärzte waren überrascht, wie vertrauensvoll und anhänglich der kleine Seehund war. Er ertrug alle Eingriffe geduldig und versuchte niemanden zu beißen. Nach ein paar Monaten, als die Seehunde an Gewicht zugelegt und herangewachsen waren, wurden sie ins Meer entlassen. Die Käfige wurden einfach geöffnet und die Tiere krochen selbstständig ins Wasser, sprangen in ihre Heimat und hielten nicht einmal an, um den Kühen, die sie einst gerettet hatten, mit den Flossen zu winken. So ist das nun mal. Es ist nicht einfach, ein Held in unserer Welt zu sein. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.